Mein Name ist Inka Drügenmüller, ich bin Head of International Relations und externe Partner und habe gemeinsam mit Silke Jansen und anderen aus dem Städel-Museum diese digitale Erweiterung, wie wir es nennen, in Projekten mit betreut und verantwortet teilweise. Und was die externen Partner angeht, merken wir einfach, dass wir derzeit sehr viele Kooperationen haben, die sich in diesem Online-Bereich abspielen, dass wir sehr viele Kooperationspartner haben, mit denen wir gemeinsam digitale Projekte entwickeln und ja, das werden wir in Zukunft auch weiterhin tun. Mein Name ist Silke Jansen. Ich arbeite im Städel-Museum in der Abteilung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Unter anderem bin ich für das Städel-Blog zuständig, aber natürlich auch für die Kommunikation von Ausstellungen. Und in den letzten 2 Jahren vornehmlich war ich auch in der Etablierung und in dem ganzen Prozess der Entwicklung unserer digitalen Projekte mit dabei und freue mich sehr, Teil von dieser großen, aufregenden Änderung bei uns im Haus zu sein und das auch mitzutragen. Das Museum ist in diesem Jahr 200 Jahre alt. Es ist die älteste Museumsstiftung in Deutschland und gegründet von einem Frankfurter Bürger, Johann Friedrich Städel, daher kommt auch der Name. Und die Sammlung geht eigentlich von dem frühen Mittelalter, 14. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Was sehr ungewöhnlich ist, es gibt in Deutschland nicht so viele Museen, die diese 700 Jahre europäische Kunstgeschichte abbilden. Und sie haben ein Museum mit über 100.000 Werken in der Sammlung, 3.000 Gemälden, 600 Skulpturen, 4.000 Fotografien und über 100.000 Arbeiten auf Papier in der grafischen Sammlung. Und von diesen Werken können wir überhaupt nur 1% in unserer ständigen Sammlung zeigen. Und da eröffnet uns das Internet und unsere Online-Angebote natürlich völlig neue Perspektiven. Allein in der digitalen Sammlung müssen wir in Zukunft ja überhaupt nicht mehr danach schauen, wie viele Werke können wir online stellen. Da sind die Grenzen nicht die technischen, sondern da sind die Grenzen tatsächlich die Grenzen unserer Sammlung. Und die ist zwar relativ hoch gesetzt mit über 110.000 Werken und wir haben jetzt mit 600 Werken in der digitalen Sammlung angefangen, aber wir haben jedes Werk verschlagwortet mit über 130 Tags pro Werk. Das sind bei 600 Werken schon über 50.000 Informationen, die hinter diesen Werken stecken. Und diese Informationen sind miteinander verknüpft. Und das ist das Interessante an dem digitalen Schlendern. Ich denke, dass wir mit der Cloud-Lösung auf jeden Fall die Möglichkeit haben, Dinge auszuprobieren. Dass wir auf eine Art und Weise Projekte skalieren können, dass wir vorher nicht nachdenken können, wie viele Kapazitäten brauchen wir am Ende, sondern dass wir skalieren können, wie wir es brauchen, auch noch innerhalb des Projektes. Und für uns ist es, denke ich, insbesondere interessant, dass diese Technik überhaupt gar keine Rolle mehr spielt, weil das also für unsere Zwecke im Moment alles möglich ist und wir uns eigentlich auf unsere Kernaufgaben der Museumsarbeit konzentrieren können. Wir waren jetzt im Jahr 2015 nominiert worden für den Grimme Online Award, worüber wir uns schon sehr gefreut haben, gemeinsam mit 24 anderen Webangeboten, die eigentlich vornehmlich aus dem Bereich Journalismus kamen und ja auch sehr aufwendig produziert wurden von großen Verlagshäusern, Medienanbietern, aber auch kleineren Initiativen. Und da waren wir eben dabei als einziges Museum mit unserem Digitorial für die Monet-Ausstellung. Wir sind dann auch zu dieser Preisverleihung gefahren und haben uns schon gefreut, überhaupt dort vor Ort zu sein. Umso mehr natürlich haben wir uns gefreut, als wir dann einer der 8 Preisträger am Ende sein durften. Die Begründung der Jury damals war, dass es ja für sie auch ein Angebot war. Also das Digitorial ist eigentlich eine Möglichkeit, sich wunderbar auf den Museumsbesuch vorzubereiten. Und es ist einfach eine Möglichkeit, anders schon mal mit mehr Wissen informiert in die Ausstellung zu kommen und das nicht zu überfrachten im Netz, sondern ganz gezielte Angebote zu setzen. Das hat die Jury, glaube ich, am meisten überzeugt und auch beeindruckt.